Einiges an Kraxelei und herausragende Aussichten erwarten uns auf unserer viertägigen Hüttentour über die Scheser Planau und um den Lüner See. Wir sind im Vorarlberg im Brandner Tal, willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's! Am ersten Tag erwartet uns ein relativ simples Höhenprofil. Von Brand aus geht es einfach nur bergan bis zur Mannheimer Hütte hinauf auf knapp 2700 Meter. Das bedeutet 1600 Höhenmeter im Anstieg in gut 5 Stunden Gehzeit. Nach dem ersten Teilstück im Wald entlang eines Baches, der mit ordentlich Betonstufen verbaut ist, gelangen wir ins offene Gelände. Hier öffnet sich der Blick hinein in einen wunderbaren Bergkessel, an dessen Ende, ganz oben, die Mannheimer Hütte auf uns wartet. Auf halber Wegstrecke zur Mannheimer Hütte befindet sich noch die Oberzalim-Hütte auf rund 1890 Metern. Das bedeutet Halbzeit bei den Höhenmetern. 800 Höhenmeter sind geschafft, 800 Höhenmeter warten noch auf uns. Nachdem die Wege und Pfade bis zur Oberzalim-Hütte einfach und unkompliziert zu begehen waren, geht es nun auf dem Leibersteig Richtung Mannheimer Hütte. Dieser führt spektakulär durch den Felskessel hinauf mit zahlreichen Seilsicherungen und ausgesetzten Stellen, sodass Trittsicherheit und Schwindelfreiheit auf jeden Fall mitzubringen sind. Im oberen Bereich des Leibersteigs hatte es die Nacht zuvor etwas geschneit. Dort waren wir sehr glücklich über unsere Krödel. Andere Wanderer, die in Anführungszeichen nur Stöcke hatten, taten sich teilweise dort sehr schwer. Deshalb aber auch im Rückblick auf andere Touren mit Schneefeldern oder Bereichen mit Schnee die klare Empfehlung von mir, nehmt Krödel mit. Im Zweifel können die euch helfen, nicht ein Fall für die Bergwacht zu werden. Inzwischen sind wir auf der Mannheimer Hütte angekommen, wo uns ein wunderbarer Tagesausklang mit schönem Sonnenuntergang erwartet. Auf der Übersichtskarte seht ihr in Rot die Route unseres ersten Wandertages. Unser zweiter Wandertag beginnt mit dem grandiosen Panorama von der Mannheimer Hütte über den Brandner Gletscher hinüber zu unserem heutigen Gipfelziel, der Scheser Planau. Nun geht es im ersten Wegabschnitt gute 15 Minuten bergab bis zum Brandner Gletscher. Dieser lässt sich ohne Hochtourenausrüstung gut queren. Krödel und Stöcke sind aber trotzdem empfehlenswert. Auf den Brandner Gletscher folgt nun durch felsiges Gelände eine Berganpassage bis hinauf auf einen Grat, der auch gleichzeitig die Grenze zwischen Österreich und der Schweiz darstellt. Dort haben wir einen wunderbaren Blick in Richtung unseres Gipfelziels, dem wir uns nun geradlinig annähern. Nach gut 1,5 Stunden Gehzeit von der Mannheimer Hütte aus erwartet uns nun der Schlussanstieg auf den Scheser Planau-Gipfel. Im steilen, aber gut zu gehenden Gelände sind es noch 200 Höhenmeter, gut 30 Minuten Gehzeit hinauf auf den Gipfel. Und damit erreichen wir auch schon die grandiose Aussicht des 2965 Meter hohen Scheser Planau-Gipfels. Der Blick schweift vom Osten über den Lüner See und die Silvretta Richtung Süden zum Ortler und der Bernina Gruppe, weiter Richtung Südwesten, dem Wallis und dem Berner Oberland. Direkt nördlich von uns befindet sich der Bodensee, runde 2500 Meter unter uns. Mit dem Gipfel verbunden ist natürlich ein leckeres Gipfelbier als Gipfelschluck. Heute Oberdorfer Helles, zum Wohl. Danach geht es an den Abstieg Richtung Lüner See. Es warten gute 1000 Höhenmeter bergab, teilweise auf steilem Wege mit punktuellen Seilsicherungen. Immer dabei nach wie vor eine tolle Aussicht, insbesondere zum Lüner See hinunter. Nach den ersten 600 Höhenmetern im Abstieg vom Gipfel erwartet uns die Pausenoption Totalphütte auf 2385 Metern. Wer auf die Scheser Planau möchte, mit weniger Höhenmetern am Stück, wie beispielsweise bei uns mit den 1600 Metern im Anstieg zur Mannheimer Hütte, für den ist die Totalphütte sicher keine schlechte Übernachtungsoption. Man erreicht sie vom Lüner See aus, dorthin führt ja eine Seilbahn hinauf mit gut 400 Höhenmeter, danach sind es noch gut 600 Höhenmeter zum Gipfel. Am Lüner See angekommen erwartet uns die Pausenoption Alpe Lüner See, dort gibt es unter anderem leckere Buttermilch, einwandfrei. Am Lüner See könnte man mit der bereits angesprochenen Seilbahn die Tour nun beenden. Für uns geht es aber weiter Richtung Heinrich-Hüter-Hütte, was mit weiteren 2 Gehstunden verbunden ist. Die nächste Teilstrecke besteht aus einem Anstieg von rund 150 Höhenmetern hinauf zur Lüner Grinne.
Nach der Lüner Grinne geht es bei leichtem Auf und Ab Richtung Tagesziel. Insgesamt haben wir am Ende des Tages rund 7 Stunden Gehzeit, was natürlich auch einiges an Konditionen erfordert, insbesondere im Zusammenspiel mit dem Vortag, den 1600 Höhenmetern zur Mannheimer Hütte hinauf. Sportlich darf es aber schließlich auch mal sein, das Bier schmeckt am Abend ja nicht schlechter dadurch. Auf der Karte in grün seht ihr die Route dieses zweiten Wandertages. Am dritten Tag erwartet uns dann aber eine etwas kürzere Etappe. Über das Zimba-Joch geht es hinüber zur Sarottler-Hütte in gut 4 Stunden Gehzeit. Nach einem Aufstieg auf einfachem Wege zu Beginn erwartet uns im oberen Drittel wieder einiges an Kraxelei mit seilgesicherten Stellen, für die Trittsicherheit und Schwindelfreiheit mitzubringen ist, wobei das Ganze dort nicht ganz so ausgesetzt ist wie beispielsweise zuvor am Leibersteig. Nach dem Aufstieg mit rund 2 Stunden Gehzeit und 600 Höhenmetern im Anstieg ist am Zimba-Joch ein Weiterweg auf dem Zimba-Gipfel mit 300 weiteren Höhenmetern für uns keine Option. Dieser bleibt seriösen Kletterern vorbehalten. Die Aussicht am Zimba-Joch auf 2366 Metern ist ja aber auch nicht von schlechten Eltern. Insbesondere Richtung Süden bieten sich tolle Ausblicke auf die Alpen des Retikon. In Richtung Norden wirkt alles etwas flacher Richtung Bregenzer Wald. Der Abstieg Richtung Sarottler Hütte beginnt mit einem unangenehm steilen Abschnitt, der insbesondere bei Nässe kritisch wäre. Hinzu kommen wieder einige seilgesicherte und ausgesetzte Stellen sowie eine Leiter, für die auch hier Trittsicherheit und Schwindelfreiheit mitzubringen ist. Damit sind wir nun im wildromantischen Sarottlertal, einem Seitental des Brandnertals, angekommen und nähern uns der Sarottler Hütte an. Diese befindet sich auf 1611 Meter, die niedrigste gelegene Hütte auf unserer Tour und mit 38 Schlafplätzen auch die kleinste Hütte. Auf unserer Übersichtskarte in blauer Farbe seht ihr die Route dieses dritten Wandertages. Am 4. und letzten Wandertag erwartet uns noch der lila eingefärbte Abstieg Richtung Brand. Beim Abstieg nach Brand erwartet uns zunächst eine ordentliche Ladung Nebel, später eine gute Packung Regen, aber auch ein schöner Wasserfall. Damit nun auch ein kleines Fazit. Unsere 4-Tagestour empfanden wir als sehr abwechslungsreich. Kraxeleien, Gipfel, wunderbare Bergseen. Dazu kommen die Etappen, die etwas Kondition erfordern. Die Schesaplana als Aussichtsgipfel ist natürlich kein Geheimtipp. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut auch gerne weitere Videos auf meinem Kanal rein. Auch eine wunderbare Hüttentour ist die Alpsteinrunde in 2 Tagen mit ähnlich langen Tagesetappen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.